Wir wollen die Situation in und um Israel näher einordnen. Zugeschaltet ist jetzt unsere Korrespondentin, Frau Professor Gisela Dax aus Tel Aviv. Ich grüße Sie, Frau Dax. Ich grüße Sie auch. Ja, also Israel ordnet jetzt ja, das ist ganz aktuell am Mittag bekannt geworden, die Evakuierung von großen Teilen der libanesischen Stadt Tyros an. Gleichzeitig gibt das Militär die Festnahme von etwa 100 Mitgliedern der radikal-islamischen Hamas bei einer Razzia in einem Krankenhaus bekannt. Wie ist denn da momentan so der aktuelle militärische Stand? Ja, es passieren sehr viele Dinge gerade gleichzeitig. Es wurde auch erwähnt, die Knesset hat zum ersten Mal ihre ihre Wintersitzung eröffnet. Also die Politik hat jetzt auch wieder begonnen und parallel gibt es Kämpfe im Norden und im Süden. Interessant ist es, dass das Kabinett künftig nicht mehr im Büro des Premierministers oder in Hauptquartieren der Armee tagen darf oder soll, wohl aus Sicherheitsgründen. Ich weiß nicht, ob damit verbunden ist, möglicherweise sehr präzise Anschläge oder Luftangriffe aus dem Libanon, die sehr genau verorten können, wohin die Raketen treffen, ob das in direkter Verbindung mit der Operation jetzt im Libanon steht. Im Libanon drängt die Zeit, denn auf Dauer möchte Israel da auch nicht nach eigener Erklärung drin bleiben, vor allem auch nicht in dem Winter dahin. Und man hat auch keinerlei Ansprüche, da vor Ort zu bleiben. Und im Gazastreifen, ja, da ist es more of the same. Tatsächlich gibt es wieder erneut, man geht an dieselben Orte wieder hinein, weil sich die Hamas-Kämpfer da immer wieder heraustrauen oder neu formieren. Und da gibt es sagen wir mal, den Kampf um die öffentliche Meinung. Die Armee versucht zu beweisen, zu sagen, gerade Krankenhäuser werden benutzt, auch von der Hamas als Infrastruktur. Und in dem Zusammenhang hat die Armee heute ein Video veröffentlicht. Da sieht man ein Verhör mit dem Sanitäter und Fahrer dieses Kaman Adwan Krankenhauses in Jebalia im Norden vom Gazastreifen, wo es diese Verhaftungen gab. Und er wird verhört, und während des Verhörs erzählt der Fahrer, dass die Hamas sei überall präsent, an den Pforten, im Hinterhof und in den Büros des Krankenhauses. Und die Hamas würde auch ihre eigenen Verwundeten vor allem mit den Ambulanzen dorthin bringen lassen und sich nicht um die Bevölkerung kümmern. Wie weit das dann als Beweismittel gilt, wenn jemand unter Verhör solche Dinge aussagt, das ist immer noch eine andere Frage. Es gibt diesen internationalen Kampf in internationaler Öffentlichkeit um solche Dinge. Und das war in dem letzten Kontext jetzt das Beweismittel dafür zu sagen. Deshalb ist man da auch reingegangen, weil die Hamas eben Krankenhäuser als Infrastruktur für die eigene Operationen benutzt. Lassen Sie uns noch kurz über das Palästinenserhilfswerk UNRWA sprechen. Das soll möglicherweise in Israel verboten werden. Welche Auswirkungen hätte das denn? Ja, das ist, glaube ich, schon sehr dramatisch, denn wenn dieser Gesetzesentwurf oder diese beiden durchkommen, dann dürfte Israel offiziell keine Kontakte mehr zu UNRWA unterhalten. Jetzt hat die UNRWA ein Büro in Jerusalem. Die UNRWA muss über Grenzübergänge in den Gazastreifen hinein. Dazu braucht es Genehmigungen. Wenn es da keine Koordinierung mehr gibt mit offiziellen israelischen Stellen, dann ist die Arbeit eigentlich mehr oder weniger lahmgelegt und kann nicht funktionieren. Die Hauptkritik daran ist, dass man sagt in Israel, gut, dann soll die UNRWA nicht mehr das machen, aber wer dann? Und diese Frage der Nachkriegsordnung im Gazastreifen, auch wenn man jetzt noch nicht sich in einer Nachkriegsordnung befindet, aber das perspektivische Denken, das fehlt nach wie vor. Und da gab es auch in dieser Hinsicht einen sehr harschen Brief, nicht im Zusammenhang mit der UNRWA-Legislation, die durchgesetzt werden soll, sondern allgemein. Verteidigungsminister Galland hat einen Brief geschrieben an den Premierminister Netanyahu und das Sicherheitskabinett, wo er sagt, also der Krieg würde mittlerweile ohne Kompass geführt. Und die Ziele müssten aktualisiert werden, vor allem jetzt, nachdem eben vor 2 Wochen der Hamas-Chef Sinwar getötet wurde und es auch diesen Austausch von Raketenangriffen mit dem Iran gab. Also zu sagen, man muss das jetzt weiterdrehen und man braucht klare Antworten. Also da gibt es auch innerhalb der Regierung mittlerweile starke Kritik. Sagt Gisela Dax. Vielen Dank für die Informationen aus Tel Aviv. Dankeschön. Danke auch.